Sidequest-Time. 4 ganze Sidequests warten auf uns. Glaube ich. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ein Dobby. So. Did you see that? Tell me you saw that. Ja. Wo denn? Also ich sehe da nichts. Dann wiederum würde es mich auch nicht überraschen, wenn Leviathan einfach reingecrashed käme, weil ich habe so drüber nachgedacht. Eigentlich wäre es logisch, wenn Leviathan die 8. Icon wäre. Weil Water! Water, Chat! Water! Das Element, das fehlt, es ist einfach Wasser. Aber es gibt ja ein Icon für Wasser. Sid, perhaps you can help me solve a mystery. I can certainly try. Who's gone missing this time? It's not who, but what. Mid-scales, the ones she made for her workshop. I borrowed them to teach the little ones about weight, and shortly after the lesson, well, they vanished. Da würde ich mal die Twins My first fragen. thought was that they'd taken them off somewhere to play, but when I asked, they swore they had nothing to do with their having disappeared. Which almost certainly means they had everything to do with it. Ach, Kinder. Perhaps a visit from Sid will jog their memories. I think it just might. Thank you. I don't like to imagine that my pupils would lie to me. But if they have, I'll have no choice but to discipline them accordingly. They were in the atrium when I last saw them. As always. Aber so gesehen ist ja auch schön, wenn die Kinder sich wohl und sicher genug fühlen, um solche Pranks zu pullen. Muss man ja auch mal von der anderen Seite sehen, ne? Und ich habe ja Notenrollen gekauft. Das können wir einfach mal da reinstecken. Ach, guck mal, man kriegt auch einfach random welche. Okay. Dann sind es vielleicht gar nicht so viele. Das ist doch bestimmt auch eine Trophy. Sammle alle Orchestrion-Rollen. Ich bin mit unserem Soundtrack aber eigentlich ganz zufrieden. Und du? Willst wieder Chocobo-Wurst machen, oder? Oder wie, oder was? Here, you put me in this situation, Clive. You can bloody well get me out of it. I need a hand with a recipe. Ich hab nichts gemacht. Are you sure it's me you're looking for? I'm not much of a cook. I'm all the cook will be needing, thank you very much. What I want from you is a little of your time, right? Oh, and perhaps your sword. You remember Ivan's stew, right? Ungern. Well, despite the look of the thing, and that awful stench, people wolf it down. So I thought I'd try making one of these supposed masterpieces myself. Had a peek at the book and gave it a go, but, well... It wasn't as straightforward as you'd hoped. Ivan had the same problem. Yeah, but this is my blooming kitchen, and I will not be outdone. So if you don't want to be seen as playing favourites, I suggest you lend me a hand. She Angie. Dann habe ich wohl keine Wahl. Mit der I've never been Küchenfrau one to play verscherzt favourites, du es Molly. dir nicht. And I would be only too happy to lend you a hand. So, what's on the menu this time? A fried mortress of skyworm. That's one heck of a name, innit? Himmelswurm. Recipe seemed easy enough to an old hand like myself. Thought I'd followed it to a T. Only, turns out skyworm livers and drake's mint are not what I thought they were. At least I hope they're not, given the rancid mess they made. Ivan said the recipes in the culinary pilgrimage date back centuries. Who's to say the ingredients even exist anymore? Well, that's a question for a scholar, wouldn't you say? Perhaps you know of one? Kindly old fella who haunts the shelves, maybe? Fine. I'll go and speak to Harpocrates. Perhaps he'll know something. Wie die es immer And nicht if he schaffen. does, I'll see if I can find your ingredients for you. You do that. Lest we forget, you've got a reputation to uphold. Wie sie es immer nicht schaffen, diese 2 Meter zu gehen. Weder mit noch sie. Sie steht hier. Holmes ist da oben. Ich meine, vielleicht hat sie ein schlechtes Knie oder eine böse Hüfte und kann keine Treppen steigen. Das kann ja alles sein. Aber komm schon. Das sind 40 Meter.
Die kann sie doch auch mal selber gehen. Is a storm coming, Sid? Der beißt doch niemanden. Sky hat ein Partyhütchen. Hey, Sky. Lawsman Harpocrates. I've come to pick your brain if you don't mind. It's about the book you lent Ivan. Ah, Valisthea, a culinary pilgrimage. Er hätte das Buch lieber One verbrennen of my sollen. favorites, in fact. The young man did a wonderful job with the Chance's stew. I do hope we shall be able to sample more such marvels in due course. That's actually why I'm here. I don't suppose you know where I might find skyworm livers and drake's mint. Ah, so the fabled Sandbrequois delicacy is next on the menu. Delightful. The descriptions of fried mortress never fail to make my mouth water. Richtiger Gummi. Now, skyworm is a somewhat antiquated name for the wyvern, their ground livers being the paste from which the mortress is made. Dragon livers. How very Sambrequois. One would have thought the disciples of Bahamut would have a touch more reverence for their icon's brethren, but Jetzt essen apparently die not. auch noch Drachen. I believe the specific dragon the recipe demands is the blueback wyvern, said to be the very color of the sea beside which it resides. So we know where to look for our liver. But what about the drake's mint? Saint's bonnet in contemporary parlance, a herb which grows along the North Reach coast. I gather that one can locate the cheerful yellow flowers by their heady scent alone, so I'm sure you'll have no trouble finding them. I may add that people once believed game was best served with the flora that sustained it in life, in which regard fried mortress of skyworm is undoubtedly a typical dish of the time. Meaning that if I find one, I find the other. To Northreach, then. Best of luck, Clive. Die essen ja aber auch wirklich alles. Do save me a bite once the dish is complete. Ob die wohl auch Bahamut essen würden? Ich meine, ich würde Dion auch vernaschen, aber ja. Ja, es ist einfach mein Affiliate Anniversary und Twitch hat es einfach verraten. Man kann wohl auch so ein Event machen mit Sachen. Das ist richtig wild. Seems the hideaway is lost. Aber ich war mir da so ein bisschen unsicher, ob wir das machen wollen. Go on, then. So, wie sieht's denn aus an der Heiltrankfront? Nehmen wir das noch mit? Cannot find a better price than that. Komm, und die gönnen wir uns auch noch. It's better I'll be here. So. Come again. Oh, don't. I'm not much bothered either Did you see way. the pair that got Mann, 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 Mann. So, und wir haben Post. Und ein neues Erinnerungsstück. Und zwar das Halstuch der Hüter der Flamme. Richtig. Für Sir Wade. Oh, ich hoffe, dass wir die alle zusammenkriegen. Ich hoffe echt, dass ich nichts verpasst habe irgendwie. Und wir die alle sehen werden, weil ich liebe dieses Konzept dieser Wand. Das ist so eine coole Idee einfach. Oh, das sind aber viele Briefe. Sid kriegt echt viel Post. Kein Theater. Die Stadtwache und die Kaufmannszunft haben ihre Streitigkeiten vorerst beigelegt, sodass wir im Moment in relativer Ruhe das ein oder andere Gläschen Schlangenspucke genießen können. Ugh. Das haben wir wohl der überragenden schauspielerischen Leistung deiner besseren Hälfte zu verdanken. Was dich angeht, ganz ehrlich, von einem angehenden Schauspieler zum anderen, du solltest wirklich ein wenig an deiner Technik arbeiten und an deinem Auftreten und an diesen steifen Armen und Beinen, die du da hast und an deiner Mimik und an, naja, an allem eigentlich. Wir wollen dem Namen Underhill ja keine Schande machen, oder? Ich denke mir so, lauf du mal in so einer fetten Rüstung rum, dann hättest du auch steife Arme und Beine. Der Lubor. Neues aus Nordstedt. Lieber Clive, die Stadt dankt dir für deine Hilfe beim Vertreiben dieser blauen Wesen, aber wir sind nicht dumm genug zu glauben, dass damit alles vorbei ist. Der gute Philippe sorgt dafür, dass wir bereit sind, wenn sie wieder auftauchen, aber ich mache mir oft Sorgen, dass ein neuer Posten als Hauptmann ihm eine schwere Last ist. Doch dasselbe könnte man sich ja auch von dir behaupten. Vergiss daher nicht, wenn dir deine Last einmal zu viel wird, musst du sie nicht alleine tragen. Unsere Herzen und Arme stehen dir immer offen, genau wie die Türen des Schleiers. Deine Isabelle. Man, sie würde so gerne mal mit Clive, ne? Also ich meine, da, also in dem Punkt, in dem Aspekt, ist er schon nicht so ganz dem alten Sid ebenbürtig, ne?
Der hat ja nichts anbrennen lassen, wie wir gehört haben. In der Rast geht's gut. Die Hüter und die Blutbeile verstehen sich soweit ganz gut. Im Moment haben sie genug damit zu tun, die Mauern der Rast zu verstärken, wenn sie sich nicht gerade unten im Drillingsschilf um ein paar kleinere Probleme kümmern. Ohne dich würden wir aber wahrscheinlich immer noch bis zum Hals in der Karsischen stecken. Ich weiß, du hast deine ganze Welt zu retten und so, aber wenn du mal eine kurze Verschnaufpause brauchst, steht in der Rast immer ein Fass für dich bereit. Martha. Gleich ein ganzes Fass, das ist aber großzügig. Die Flammen lodern. Ach, wait. Ihr habt wirklich Talent dafür, immer genau dort aufzutauchen, wo ihr gerade am meisten gebraucht werdet, my Lord. Ohne eure Klinge wäre die Rast nun wohl in der Hand der Akarsischen und wir nur einige mehr ihrer namenlosen Opfer. Doch jetzt, wo die Horde ausgedünnt und versprengt ist, können wir Hüter uns auf die Vernichtung der kleineren Gruppen konzentrieren, während die Blutbeile sich um die Verteidigung der Rast kümmern. Was den jungen Oscar angeht, ja, wo ist eigentlich mein Knappe? So hoffe ich, dass euch meine plötzliche Bitte, ihn unter eure Fittiche zu nehmen, nicht zu viele Unannehmlichkeiten bereitet. Er ist ein guter Junge, aufmerksam, höflich und fleißig. Ihr seht also, dass ich ihm wirklich nichts weiter beibringen kann. Er sollte seine knappen Zeit bei dem besten Schild in ganz Valisthea verbringen dürfen. Und das seid zweifellos ihr, my Lord. So, aber der ist bisher, glaube ich, noch nicht angekommen, ne? Eine inständige Bitte. Lord Rosfield. Ich bitte untertänigst um Verzeihung für diese überraschende und ungehörige Nachricht. Bedauerlicherweise bin ich durch äußere Umstände gezwungen, mich umgehend um Beistand zu bemühen und kann mich in dieser Angelegenheit einzig an euch wenden. Lord Byron hat mich mit einer höchst verzwickten Aufgabe betraut und ich befürchte, ich werde seinen hohen Erwartungen mitnichten gerecht, da ich über einen entschiedenen Mangel an martialischer Veranlagung verfüge. Ich bin lediglich ein gewöhnlicher Hausdiener, kein Söldner. Meine Kraft genügt für die Verwaltung eines Anwesens, doch leider nicht, um mich in zwielichtigen Gassen mit Banditen auseinanderzusetzen. Wenn ihr so gütig wärt, mich in Marthas Rast aufzusuchen, werde ich euch die Einzelheiten meiner misslichen Lage darlegen, my Lord. Sebastian Rutherford. Ja, apropos Sebastian. Habt ihr gehört, dass es eine neue Season Kuroshitsuchi gibt? Wasn't that the name of my uncle's manservant? Oder geben wird. Why would he be in Martha's Rest? Nächstes Jahr. Richtig wild. Einfach so 10 Jahre nach der letzten Staffel so, hey, eigentlich könnten wir doch mal wieder eine Season machen. Die Leute mochten den Dämonen-Butler doch so gern. Das ist so richtig wild. Es kam so aus dem Nichts irgendwie. Zack, einfach neue Staffel angekündigt. Oh, Götz. What am I gonna do? Erstmal über das seltsame Himmelsphänomen befragen. Hast du gerade Ew gesagt? Musst du auf die stille Treppe? Und er wird immer jünger optisch. Er ist ein Dämon. Der altert natürlich rückwärts. Je mehr leckere weibliche Seelen er verschlingt, während er darauf wartet, dass Ciel ausgekocht ist. You know. Das hält jung. Ich glaube, beim Anblick dieses Himmels kriegt jeder eine Gänsehaut. Aber ich werde nicht mit hängendem Kopf da sitzen und Däumchen drehen. Das habe ich in Dikasia schon genug gemacht, als du gegen diesen schrecklichen Drachen gekämpft hast und dann gegen diesen noch schrecklicheren. But no more. Von jetzt an werde ich das tun, was ihr alle tut und richtig mit anpacken. Egal, wie sehr mir die Knie schlottern. Tante und Schledorn sollen doch nicht denken, ich wäre ein großer Jammerlappen. Mach dir um mich keine Sorgen. Mach einfach das, was du am besten kannst und rette die Welt. Nur kein Druck. Nur kein Druck. Ich liebe, dass er einfach so ein riesiges Baby ist. Okay, anders gefragt. Warum magst du es nicht? Wieso hasst du es so sehr? Was hat es dir getan? Außer, dass es schon da war, bevor du geboren wurdest. Is everything all right, Goots? You seem more discomposed than usual. Oh, I don't know what that means, but I'm in a bit of a muddle. Oh, I think Nan might be in trouble and she's... It's all right. You can tell me. There was a trader came by. One of our usuals, like. Said he'd heard some rotten rumours about her down Dallymill Way. Folk are saying she's been selling to bandits and cutthroats and that. I mean, she's fond of a chance to make a coin or two, aye, but she'd never do business with baddies. Especially not the kind who go hurting people who haven't done out.
I wanted to ask her about it myself, but I'm scared she'll give us a tongue lashing. She'd never give your tongue a lashing, though, would she? Wenn du wüsstest. Don't worry. I'll speak to her. Oh, thanks, Clive. You'll let me know what she says, won't you? Of course. I'm sure it's all just a misunderstanding. Oder sie ist halt korrupt, das würde mich jetzt auch nicht wundern. Ehrlicherweise. In der Liebe und im Krieg ist ja bekanntermaßen alles erlaubt. Muss auch sehen, wo sie bleibt. Ich meine, wie sonst soll sie uns die Millionen an Gil spenden? Kann auch mal einer sagen, ne? Lady Karen. How's business? Not nearly as foul as the weather. You're doing good trade then? Both in and out of the hideaway? Can't complain. Wait. What exactly are you getting at? Not once in 5 long years do you pay my affairs half a care. But here you are today, raking me over the coals like a bloody popoto. Just asking. Out of interest. Er ist so ein schlechter Lügner. All right. I'm here because I was told that certain rumors have been circulating about you selling weapons to brigands. Oh, are ya? And who was it who knows me so well as to tell tales of my evil exploits? I didn't exactly hear firsthand. All I know is that someone in Dalimil has been spreading word to that effect. And what? You believe it? You think I'm profiting off the blood of innocents, do you? Look, I've done things I'm not proud of. Might be there were a time when I turned a blind eye to the wretchedness of the world so I could line my pocket. But that woman is no more. And you'd know that if you'd ever paid the slightest bit of notice. You're right, Lady Karen. I apologize. It was wrong of me to doubt you. No, it was. Now, I reckon you've got better things to do than pointing your do-gooding finger at a poor old woman. Of course. Good day. Oh, der Arme. Langweilig, uninteressant. Okay. Na gut, das ist ja alles subjektiv. Würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber wenn es dir nicht gefallen hat, kann man nichts machen. I spoke with Lady Karen. What did she say? That the rumors were unfounded, and that I was a fool for thinking they might hold any truth, along with some other things that made her feelings clear. And while it sounds like she may have done things she regretted in her past, she says those days are behind her. Oh, well, that's good. I knew Nan wasn't caught up in out bad. But why would people say she was? What did she ever do to them? It's not right. No, it's not. But people do things for all sorts of reasons. Perhaps we'll never know. Well, I'm going to find out. That trader, he said they were all talking about her in Dalimil. So that's where I'm going. I'll find someone who'll tell me, you'll see. You go, Are you Guts. sure that's wise? Whoever's spreading these rumors means Karen ill. Oh, right. But that's why you'll be coming with me, isn't it, Clive? I suppose it is. Ich finde es faszinierend, dass Clive gleichzeitig ein Babygirl und ein Babysitter ist. I'll find out who's been making up lies about poor Nan, and when I do, I don't know what I'll do, but it won't be pretty. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen, ne? Das babysittende I heard the Babygirl. Emperor was impaled on his...
Boah, aber ich hoffe, Dion wacht bald auf, ne? Ich habe Fragen. Viele What do you Fragen. reckon we should do? I say we should just tell Miss Shirley. You'll get us all straight. I'm telling you, I can fix them. Ich glaube, ich habe die verlorene Waage gefunden. Sid! Hard at your studies, I see. And what is that? It's not a set of scales, is it? No. Es war mal Of course it eins. isn't. Well, not anymore, it's not. Oh, And just how long hasn't it been one? we're sorry. But we didn't break them. We dismembered them. Just like Miss Middledore showed us. Miss Middledore? And why would she have you dismembering her creations? Because that's the only way to become a ninja-neer. Miss Middledore said, the best way to see how something worked is to take it apart and put it back together again. Außer man Well, then kriegt's your nicht work is mehr already zusammen. half done. Carry on. About that. The taking apart was easy enough, but it's the putting back we can't work out. Speak for yourself. The heavy thing goes at the bottom. Then... You three need to learn to take responsibility for your actions. So let's have a look at these parts with fresh eyes, shall we? Ja. Gut, Onkel Clive. All right. Everything here was once part of Miss Midderdoll's scales. Every piece has its own role to play, and each is just as important as the others. If even one of them is missing, the scales won't work. So let's think about what those roles might be. You already know one of the pieces, the body. Its role is to support everything else. But what of the others? So, wir haben den Balken, die Waagschalen und das Zahnrad. Was die wohl machen, da wisst ihr es schon. This is called the arm. Why do you suppose that is? It doesn't look much like an arm. You're right. It looks more like a wing. Like a chocobo wing! You've ridden a chocobo before, haven't you, Sid? Will you teach me to ride one day? I'll think about it. Now, what do arms do? Hold things. So wait, maybe this arm holds things too? Good thinking. You're on the right track. Was könnte der Arm nur halten? Vielleicht Waagschalen? These round parts are called the pans. You all know what a pan is, don't you? I do. Molly uses them in the kitchens to fry bangers. But these aren't for frying bangers, you idiot. They're for weighing stuff. But what if I wanted to weigh Goots? I don't think he'd fit on that little thing. Da brauchst du größere Waage. Probably not. What are the chains for? Holding the pans up? Well spotted. Which means something must hold the chains up in turn. Die haben sich die Waage ja ganz genau angeguckt, bevor sie die grandiosen 4 Teile auseinandergenommen haben. Jetzt habe ich Angst um die Zukunft von Valisthea. This tiny piece is what's called a cogwheel, or gear. Have you ever seen one before? I have. Miss Middledor's dungeon is full of them. Most are on the floor. She puts them in all her inventions. They spin round and round and round and round and... That's right. They're very useful when you want to make things move. Do you remember if there was anything on the scales that moved? I remember the arm moved when I tried weighing an apple. And then somebody ate it. It's not my fault. You shouldn't have tried weighing it before lunch. We know what part's supposed to move and how it's supposed to move. So, let's put the pieces together first, see what doesn't move, and then stick the cogwheel to that. Not a bad idea. You see? It's not so difficult. Teacher Clive. So, now that we've taken stock of the parts and learned what they do, what do you think? I think we've got it. Then here's what we'll do. You tell me what goes where, and I'll put the scales together.
Well, obviously you need to start with the body. All the other pieces fit onto it, don't they? And the arms go on the body, just like real arms. Or wings, if you're a chocobo. And then the arms hold the pans by the chains. Very good. Let's see if that works. There. All finished. Yes! We did it! Well, with Sid's help. Und das Cogwheel. Oh, I just put the pieces together. It was you three engineers who showed me how. That's right. We're Miss Mididol's hairs. Her hairs? Yeah, hairs for the future. She's showing us her secrets now, so we can help out the hideaway when we're older. What do you think, Sid? Are we almost ready? With a little more help from Miss Mididol and Miss Shirley, I'd say it won't be long at all. You hear that? It won't be long. Until then, though, do try to be honest with Miss Shirley. Ja toll, und jetzt haben sie das Zahnrad erst nicht eingebaut. Das heißt, die Waage funktioniert gar nicht mehr. Look, we never used the cogwheel. You don't think Sid forgot about it, do you? Oh nein. Ist Clive schon senil? Ist es schon soweit? Hat das Alter ihn schon mitgenommen? Didn't happen to forget anything, did you, Sid? Wie es da so liegt. So anklagend und riesig. Tja. Ich schätze, man kann nicht immer gewinnen. Ich hoffe, sie lassen Tayas medizinische Instrumente in Ruhe. Nicht, dass da auch mal irgendwann was abhanden kommt. Oh, neue Hand. Was haben wir denn hier? Das Rudel. Eine Gruppe Fluchbrecher auf dem Weg zu den Feldern von Korawa traf in Tabor auf einige der dortigen Jäger, die sie warnten, sich nicht zu weit von der Straße zu entfernen. Es hause wohl ein Wolfsrudel in einem nahegelegenen Hohlweg, in dessen Nähe sich selbst erfahrene Jäger wie sie nicht wagten. Da könnten ihre Fälle noch so glänzen. Zu viele ihrer Freunde hatten der Versuchung bereits nachgegeben und wurden für ihren Leichtsinn mit dem Tode bestraft. Von einem Seahand? Da müssen die Fluchbrecher aber vielleicht auch mal eine Schippe drauflegen, ne? Die C-Ranks waren bisher ja nun wirklich nicht bedrohlich. Ivan's newest dish is a masterpiece. Once you get over the urge to gag, that is. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Würdet ihr das essen? Seid ehrlich. Is a storm coming, Sid? Will there be... Well, did you solve the mystery? It was as you thought. The children had the scales, or the parts of them at least. They dismantled them to see how they worked. Oh, no, Mid will have my head. Thankfully she won't. This might even have been her idea. Although I was the one who ended up teaching the lesson. I'm so sorry, Sid. I know how busy you are. I shall see that the children are properly punished. Please, there's no need. Mid seems to have taken the three of them under her wing. She's even calling them her heirs. She'd have them follow in her footsteps. And her father's. I see. Sid, do you know why Mid has been spending so much time at the hideaway of late? She told me it was because her studies have been interrupted by events in Canva. Is that not true? No, it isn't. The university offered her a commission. In exchange for full tuition, room and board, they asked her to oversee the design of several new war engines. To anyone else it would be an opportunity, but to Mid, who lost both her parents to war, it was a bitter pill. One she was none too keen to swallow. But that should come as no surprise. She's only ever cared about bringing people hope. The very last thing war can be said to do.
Which explains her heirs. She's working to give them a better life. And so should I. What's the odd engineering lesson? Oh, you've given them far more than that. And I'm sure they're very grateful. Das ist aber auch ein ganz schöner Dick-Move. Ich meine, die werden ja wissen, wessen Tochter sie ist. Aber wahrscheinlich haben sie es genau deshalb gemacht. Ich meine, Sid ist ja jetzt ein Outlaw. Erstmal schön den Finger in die Wunde legen. Das haben wir ja gern. Okay, dann fangen wir doch mal mit Götz an. Oder nicht. Das ist jetzt aber blöd. Gut, ich schätze, ich muss erst Canva befreien, bevor wir Sidequesten dürfen. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber meinetwegen. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt ein Problem mit. Ich bin nur verwundert. Einfach so, hier hast du Sidequests, die du nicht erledigen kannst. Folge der Hauptstory. Dann machen wir das mal. Wo wir ja jetzt gerade erst von mit hatten, retten wir mal ihren Hintern, schätze ich. Das Echo von Krosit. Nur der Wind heult durch diesen Irrgarten bodenloser Schluchten, in dem die Trümmer einer gefallenen Zivilisation verstreut sind. Dann werden mir die Sidequests aber hoffentlich auch nicht weglaufen. Ich mache die ja immer gleich, weil ich Angst habe, dass sie verschwinden. Das war jetzt unglücklich. Ach, Joshua. Er ist so tiny. Ich halte das immer noch für keine gute Idee, aber mich fragt ja wie immer keiner. Licht und Schatten. Bahamut und Odin? It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Canva was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Ich finde ja auch ziemlich spannend, dass Jote ziemliche Ähnlichkeit mit dem mysteriösen Mädchen hat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mir ist das nämlich wohl aufgefallen, dass sie so gefühlt dasselbe Gesicht haben. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own. Hoppla, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Zufall? Ich denke nicht. Ehrlicherweise denke ich nicht. Aber wer weiß. Ich lag ja auch schon so oft falsch mit meiner Paranoia in diesem Spiel. Ist jetzt runtergefallen? Ich glaube, einer ist runtergeplumpst. Naja, kann man nichts machen. Kümmern wir uns lieber um die hier, an die kommen hier auch tatsächlich dran. Ist einfach runtergefallen. Wer? Du? Na, eigentlich wollte ich den Bomber angreifen. Naja. Ich wollte Gleiches mit Gleichem vergelten.
Flair. Ja, aber irgendwie wowt's mich immer noch nicht so, wie es könnte. Aber bis wir Odin kriegen, kann man damit ja mal rumhängen, ne? Ich sehe schon, der ist nicht so beeindruckt von meinem Feuer. Rude! Irgendwie erinnert mich dieser Soundtrack aber auch voll an Final Fantasy 13. Nee, Bahamut ist irgendwie... Es wäre halt okay, wenn er mächtig wäre, aber du stehst eigentlich die ganze Zeit nur rum und wartest darauf, dass irgendwas passiert. Ja, das Ende von dem Track ist so... Das hat diese 13 Allüren. Also Final Fantasy 13. Ein Soundeffekt. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist schwierig. Das ist so ein If You Know, You Know Ding, glaube ich. Wo sind die denn? Da unten. Feiern da unten eine richtige Party, die Bomber. Ich werde jetzt aber nicht da runtergehen, weil ich komme dann nie mehr nach oben. Können schön alleine Party machen. Ich meine, vielleicht wäre da unten Loot. Aber man kann nicht alles haben. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Pff. Clive hat sehr gute Manieren, wenn er will, ja. Schließlich der Erstgeborene. Was soll denn dieser Slander? Clive ist ein sehr wohlerzogener, netter junger Mann. Das kann jeder im Hideout bezeugen. Ich meine, ich könnte einfach mal gucken. Die haben ja immer mehrere Fertigkeiten. Ach, guck mal, jetzt können wir auch sogar die Sidequests machen. Aber wenn wir jetzt schon da sind. Wir haben hier ja auch Satellit. Und den Gigaflare. Ah, Gigaflare ist halt wieder super teuer. Andererseits, wenn ich das hier vergesse, wie viel kriege ich dann raus? 600. Ich werde jetzt auch eigentlich nichts wegnehmen, ne? Ach, naja. Klappt schon. Es ist ja zum Glück nicht das schwerste Spiel. Noch eine Sidequest. Jetzt geht's aber los. Und du? Was machst du hier? I do. Where are you off to now, then? Bound for the Free Cities, perhaps? Oh, no need to say if you'd rather not. We all have our reasons. Ain't exactly feeling like sharing with strangers myself at the mo. Ach so. Truth be told, I could do with a bit of inspiration. Don't know which way to turn no more. Was doing a roaring trade back in Oriflamme. Right up until the poor Drake lost her noggin. So, thought I'd try me luck in the desert. And the Fang went the same way. And don't get me started on the mess in the bloomin' Dominion. Suppose I could try Camber next. But knowing my luck,
The old place would be crawling with the works before I'd even sat out me stall. As I always say, where there's crisis, there's opportunity. The opportunity to mint Gil, that is. So, where to next? Is there any money to be made in Ash? Do orcs even carry Gil? Dafür, dass er nicht in Erzähllaune war, war das aber ganz schön viel. Aber ich habe schlechte Nachrichten für ihn, wenn er auf dem Weg nach Kanva ist. Oh. Hi. Apropos schlechte Nachrichten. You're injured. What happened here? Where are your comrades? Ether flood up ahead. It swallowed our camp while we slept. Das ist echt problematisch mit den Ätherfluten, My own ne? men did this. Turned every last one of them. There's a village not far from here. Tabor. The people were kind to us. It's only a matter of time before they won't stand a chance. We can't let those monsters reach the... Ich kümmere mich drum. Go. You catch your breath. Thank you. Our encampment is up ahead. Just off the track. They must not reach Tabor. Forgive me, Lord Cougar. Rest well, soldier. Ich meine, es ist so ein bisschen wie so eine kleine Zombie-Apokalypse inmitten des Weltuntergangs. Vinny ist auch schon ganz aufgebracht. He's Graham. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic is still there. Ich glaube, das, was da so leuchtet. Man kann die Ätherflut ja fairerweise ganz gut sehen. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. So, guten Tag. Ich habe gehört, Sie haben ein Pestproblem. Ein Zombie-Pestproblem. Weil das hier ist halt einfach so nicht so das beste Gameplay. Es ist mächtig, diese Flamme, aber von einem Gameplay-Standpunkt her ist es halt so ein bisschen boring. Is someone there? Please, I can't move my leg. Ja, warte kurz. Ich muss Bahamut abschaffen. Flair-Atem schön und gut, aber ich glaube, ich switche erstmal wieder auf Sid. Das Gute ist ja, dass du so hin und her switchen kannst. Weil du es ja einfach lernen und anlernen kannst. Vergessen. Vergessen ist das Wort, das ich suche. Kugelblitz. Boah, Ionenschlag sieht ja auch geil aus. Warte, lass das mal ausprobieren. Und zwar statt dem hier. Schauen wir mal.
You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. Ist aber halt schon echt deprimierend. Die Welt geht halt gerade richtig krass vor die Hunde so. Kannst du echt nicht netter ausdrücken. You seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. Wait. That scar. Son of a whore. You're Sid. I was there in Cosnes when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! Eigentlich will ich ihn jetzt ungern töten, weil wenn ich einmal draufschlage, ist er tot. Aber andererseits kann ich ja auch nicht einfach weglaufen. Das macht ihn ja dann nur noch wütender. Ich frage mich auch immer, ob diese Sachen einen Einfluss haben auf das, was am Ende passiert. Aber eigentlich will ich ihn nicht bekämpfen. When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Vielleicht gibt's aber Lord nuanced Kupka told Endings. us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some man. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. Weil alles, was wir bisher gemacht haben, kam in irgendeiner Form wieder auf uns zurück. Also schätze ich mal, den sehen wir nochmal wieder. Ist dann nur die Frage, ob er sich bis dahin ein bisschen abgeregt hat und froh drüber ist, dass ich ihn jetzt nicht einfach getötet habe, was ich easy hätte tun können. Oder ob er kommt, um mir so richtig den Arsch aufzureißen. Wenn es dann soweit ist. Aber das Ding ist, wir haben auch Dinge getan, die nicht cool waren. Und Sid auch. Ich erinnere an den Kopf. Ich erinnere immer wieder gerne an Benediktas Kopf. Das war halt schon auch eine Asi-Nummer. Muss man leider so sagen. Es hätte nicht sein müssen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten und so, ne? Das ist ja nun mal nicht umsonst so ein Sprichwort. We're nearly there. Ja, deswegen habe ich gewählt. There are a few places I haven't. Oh toll, Joshua, du hast eine Weltreise gemacht, während du mich 18 Jahre ignoriert hast. Ich würde jetzt nicht damit angeben. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. So ein Lümmel. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Das ist aber auch voll die interessante Stadt. Einfach in den Felsen gehauen.
übelst cool. Jemand zu Hause? Hallo, hallo? Weil irgendwas muss an ihr ja auch super cool sein, wenn Joshua sie als Gefährtin auswählt. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yotei, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Shika, quasi. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yotei has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yotei. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Yep. Barney. Währenddessen. Richtige Ritter der Tafelrunde. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Es sind ganz schön viele streitende Männerrunden in diesem Spiel. Oh, hi. Hubby. Distinguished members of the council. You must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. Ich weiß nicht so genau. Aber er hat eine interessante Narbe auf der Brust.
He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Kanva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them and see our guests to the dungeons! Keine kluge Idee, sich mit Odin anzulegen. Enough. Wow. Er ist das tapfere Schneiderlein. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. Lass die Finger von mir, ich schwöre. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Ja, Come, Mythos. alle, die Magie nutzen können, ne? Surely the prince's light cannot have sated you. Die Orgel. So Ken. Der Barnabas, Mann. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? Lang. How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Das, was davon übrig ist. Aber das ist doch das Ultima-Ding da drauf, ne? Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike, his very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominants, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word.
Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yode. Wir sind nicht lange weg, keine Sorge. Sie ist richtig unglücklich, dass sie jetzt gehen muss. Wir kommen nur vielleicht nicht wieder. Psch. Let's find our friends. Psch. Wir retten mit und Gav und Onkelchen und dann düsen wir auf dem Boot, das mitgebaut hat, hier wieder raus. Ultima kann uns gar nichts. Gar nichts. It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. Okay, da wir hier einen Obelisken haben, kann ich auf die Weltkarte jetzt wieder oder kann ich immer noch nicht porten? Doch. Okay, hier sind ja auch noch Sidequests, also vielleicht ist das der Moment, an dem wir lieber mal schnell die Sidequests machen. Können mit denen hier anfangen. Aber bevor wir nach Kanva gehen, sollten wir vielleicht hier erstmal aufräumen. Ich bin echt ein bisschen paranoid, was die Sidequests angeht. What brings you to our humble village, young man? If it's our artisans you're here to see, then please. But do try not to interrupt their work. Ja, ist schon hübsch hier, ne? So, was hattest du krakeelt für Herausforderungen? Is that blade for hire, perchance? Because I have a mind to make a killing. Okie dokie. Figuratively, I hope. Well, yes and no. A passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one in my trade, that an elder Dread Evis had been sighted in the fields of Carava. Dread Evis are aggressive beasts. Compelled as they are to acts of violence, few survive to maturity. But those that do develop a hide of phenomenal value. A hide you want to sell? Eventually, yes. Though I would have it tanned first that it might be crafted into marvels the likes of which the world has never seen. Dread Evis skin is a rare thing indeed. But the worked hide of a well-aged beast, now that would fetch such coin that Gilbert himself might weep with envy. Ob wir Gilbert wohl Bring noch me treffen? that beast's skin, and I will share with you the bounty of our combined labors. Also, falls der überhaupt noch lebt. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. All right. I'll hunt your Evis. Of course you will. When one lives in such troubled times, it is a fool who lets opportunity slip his grasp. Leave Tabor through the east gate, but take the path that branches west. Once you reach the checkpoint at Tovany, you are a mere stone's throw from the fields of Carava. I eagerly await your safe and, above all, triumphant return. Auf den Fields hatten wir doch auch, glaube ich, eine Hand, ne? Ich habe das Gefühl, ich hätte diesen Namen gerade erst gelesen. Und ein bisschen führen einen die Sidequests ja auch immer zu Hand hin. So, was gibt's hier noch? Decent quarry's been hard to find since the skies turned. It has indeed. Can't blame the beasts for being on edge. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, was es mit dieser einen Steintafel auf sich hatte, ne? Dann was hast du für Sorgen? You there! Finally. No one was paying me the slightest heed. Is something wrong? At the university, the students would hang on my every word. Sadly, this far from home, I'm just a vagrant greybeard. The university? You're a scholar. A specialist in ancient cultures. The most accomplished in all Valisthea, some have said. Not that I look the part in these tattered rags. In my heyday, no obstacle could have kept me from my studies. Yet here I am, a wizened, windbag
bested by the many steps of Tabor. Komm, wir bauen ihm The eine answers I Rampe. seek lying just beyond my enfeebled reach. Would you do an old man a kindness and brave the stairs in my stead? You'll be amply rewarded, of course. Wir können ihm auch eine Rutsche bauen. Climb the stairs and... And memorize a few inscriptions for me, assuming you know your letters, that is. Some courteous soul is rumored to have carved clues to Tabor's rich history into stones dotted about the village. 3 of them, to be precise. 1 each to the north, south, and east. I'm here in the hope that those carvings might shed light on a riddle I've been pondering for some time. Namely, the otherwise undocumented origins of Tabor's unique people. People quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. Remember what you can. I'll piece together the rest. Make for the domed pavilions, and you'll have no trouble finding the stones. Das erinnert mich ein bisschen an das Summoner Village aus Final Fantasy IX. So, Kinder, ich brauche euren Hirnschmalz, wenn wir uns das wirklich merken müssen. Müsst ihr euch auch ein bisschen was merken. Ich hoffe, Clive kann das überhaupt lesen. Vielleicht ist das in einer sehr alten Sprache verfasst. Kinder der Jäger, ihr habt eure Berufung erkannt. Erntet den verheißenen Segen dankbar und mit fleißiger Hand. Okay. Farmers must have settled here in Tabor. Wie kommt er jetzt von Jägern auf Farmer? How are those new boots treating you? Das sind aber wirklich viele Stufen. Wächter der Mutter, ihr habt den Grundstein gelegt. Wahret ihr Heiligblut, solange der Schein des Kristalls euch prägt. Und danach? Dann nicht mehr? Die Mutter. No history would be complete without mention of the mother crystals. Why won't the sky go back to how it was? So it's these stones to Canva and the rest of the boxes to Solomon. So, noch ein bisschen Loot. Ah, ist ein hübscher Rundweg. Not a scratch on them. Have you noticed the elder has been coffinless? So, was steht hier? Ihr Nomaden der goldenen Ebenen, schlagt eure Wurzeln in Stein. Diese Felsen sind nun eure Heimat, doch euer Stolz soll unvergessen sein. Das klingt ein bisschen nach der Gründungsgeschichte von Tabor, ne? What golden plains might the wanderers have called home, I wonder? I should speak to the old scholar before I forget everything I've read. Schneller, Clive. Schneller. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Aber Clive hat sich's bestimmt gemerkt. The engravings were in good repair considering their age. Oh, would that I could have seen them for myself. Mann, wenn's doch nur Kameras gäbe. Don't tease me now. What did you learn of this place and its people? Let's start with the engraving to the south, shall we? What did it say? Das im Süden war Wächter der Mutter. Wir können ihm aber auch eine Geschichte über tolle, tapfere Mogri-Wächter erzählen. Guardians of the Crystal, the first stones of Tabor, sacred hold thy noble blood, till ends the mother's labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. But whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder? The engraving to the north is next, I think.
Nomaden der goldenen Ebenen. Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. With pride recall thy noble past. Zum Glück ist er angehender Schauspieler. Home. Or, I think that was it, at least. No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. Now, for the final stone. Ich glaube, das hier. Children of the hunters, now tillers of the land, reap her promised blessing Den Bauern. and give praise her gracious hand. That's all three. And so, we add primitive farmers to Tabor's founding peoples, the final piece of the puzzle. 3 engravings, one for each of the 3 peoples to have settled Tabor in ancient times. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last but certainly not least, hunters turned farmers. Little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Those roots reach down through 3 distinct traditions. Nonetheless, one cannot help but wonder why this fact is not better known among scholars, given that the stones stand here for all to see. Too many stairs, perhaps. Ha! Too many by far. Here, and thank you. So viele waren das gar nicht. Ich bin fast die meiste Zeit ebenerdig im Kreis gelaufen. Aber ja, er ist alt. Ich verstehe das. Gut, das war interessant. Immer wieder die Fallen Ones. So, dann... Die Felder waren doch hier irgendwo, ne? Da drüben. Ach, hier. Aber hier haben wir doch schon 2 Hunts gelegt. Er hat so ein gutes Gedächtnis. Ist jede Stufe eine zu viel. True. Er hat die Brains. Clive ist sein Muscle. Muss reichen. Dann kümmern wir uns erstmal um Götzes Problem. Wo ist er denn, der Schlingel? Trifft dich in Dalamil mit Götz. Dalamil ist groß. Da unten. Jetzt haben wir so viele Markierungen auf der Karte. Ich komme ein bisschen durcheinander. Aber zum Glück gibt es ja eine große Karte. Wo treibt sich der Lümmel rum? Was macht er denn hier draußen? Götz, was treibst du denn? Could be I know something more. Clive, listen! I found someone who says he's heard the rumors about Nan. Have you? Go on. Tell him what you told me. All right. It's like I said. A wizened old crone by the name of Karen's been selling steel to whoever'll pay her price. Be they knight or knave. Ja, vielleicht lügt sie ja, wie sie heißt. Says the more swords and spears she puts in people's hands, the more war they'll wage. And the more war being waged, the more call for swords and spears. And who will they all turn to keep them in steel? Why, the good Reaper herself. And you've seen this Reaper at work? Aye, it just so happens I have. You'll find her right here plying her trade most days. Here in Dalamil? Where exactly? She has a stall here in the market, but if you're not the patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. But it'd be a bolder man than me that braved that particular nest of vipers. Feeling bold, traveler? I hope so, for your sake. Now, if that's all
I have places to be. Das kann ja gar nicht unsere Karen sein. Die gammelt ja schließlich immer im Hideout rum. You don't think Nan's the Reaper, do you? Not unless she's discovered the secret of how to be in two places at once. Eh? What do you mean? Lady Karen hasn't left the hideaway in weeks. So who has been running this store he spoke of? Good question. I'll go and have a look. Vielleicht I'll guckt visit lieber the ich. storehouse on the edge of town. All right, but be careful, Clive. Ich kann auf mich aufpassen. You too, Goots. Oh, ich habe so Angst, dass ihm was passiert. Er bringt sich doch immer in Schwierigkeiten. The finest sell swords in Storm couldn't hold a candle. Trouble ist literally sein zweiter Vorname. If only everyone here didn't have to look so glowery. Glowery. Fuck! How the hell did I... So, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Vorne. The gentlemen of the town guard are a strapping bunch. Ich tue mich mit Delamel ja immer so ein bisschen schwer, weil es so verwinkelt Mummy. ist. What a mess. Und seit hier alles in Trümmern liegt, ist es irgendwie noch schlimmer. So, aber ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Ja. Weil das niemand gesehen hat, wie sich Ultima auf diesen übrig gebliebenen Speer gesetzt hat und diese Wolke da gebaut hat. Waren wahrscheinlich alle mit Flüchten beschäftigt. Just you, is it? Thought I might have laid it on a bit thick. It was a fairly unconvincing tale. So, what now? Also Stress? That's up to you. Die a slow death, or a quick one. Boys, he's all yours. But that sword is mine. Mit den rostigen Dingern wollt ihr mich besiegen. Da lache ich ja drüber. Da lach ich doch. Torgel, schnapp dir die Hunde. Yo, sick. Ich glaube, wir bleiben erstmal hierbei. Das gefällt mir. Ich kann einfach einen Blitz schleudern. Wer würde das nicht wollen? So, du stehst noch? Komisch, eben haben sie den Mund noch so voll genommen. Also diese großen Attacken, nenne ich es mal, die sind halt wirklich schon echt nicht schlecht. Aber ich habe so das Gefühl, nachdem ich jetzt Barnabas nochmal sein Dings habe auspacken sehen, sein Speer oder was auch immer das war, er hat vielleicht gute Chancen auf den 3. Platz. Oh, you've done it now. Go on. Tell me what I've done. When the Borgwin finds out you've killed his men, he'll have your head. Kann er He ja mal only versuchen. wanted that bull of a manservant, the dim one always clinging to Karen's skirts. You weren't even supposed to be here. Who the hell are you anyway? What were you going to do to him? The Borgwin wanted him to get to Karen. I was only supposed to point the lamp in the right direction once he arrived in Dalamil. But then you turned up. Well, go on then. If you're going to end me, end me. You're not worth the effort. Now be gone, before I change my mind.
Fucking coward! Das sagt der Richtige. I need to find Goots. Right now. Ach man, der arme Kleine kommt aber auch immer in so Trouble, ne? Außer halt auch so ein Catch wie Bahamut, ich hoffe nicht. Oh, den wird bestimmt cool. Sonst bleibe ich halt bei Sid. Ist auch okay. Get your filthy paws off me, you naughty pated lout! Stop calling me names! And stop spreading them horrible lies about Nan! Well, that will be easy enough. For they are not lies. Every last word is true. And she must pay for her crimes in blood. Was hat der Pimp denn eigentlich für Beef mit Garen? Are you all right? He's gonna kill Nan! He said she had to pay in blood! After what she did, it is only right. She ruined my life and the lives of countless others. That loathsome harpy's very existence is a crime, and I will not allow it to continue. Goots, was it? I have no quarrel with you. Only with your employer. Run along now. You need not pay for her sins. No. No? I don't care what she did. I won't let you hurt Nan. Promise me you won't hurt her, or I'll kill you myself! Goots, no. Oh. Enough, all of you! Das ist ihr Sohn am Ende. Imagine. Karen. But how did you? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you. Did you think I wouldn't notice the two of you slinking off together? Well, the whole thing got me thinking, who in Dalamil might bear me a grudge? And a certain snivelling shit I ran afoul of in my fairy years came to mind. Though it was just Bogan back then, wasn't it? I thought the years might have taught you some sense, but I see you're the same pants-pissing craven you've always been. What was it we called you? Wet legs. You bitch! Das war auch ein gemeiner Spitzname. Everything that happened. It was all your fault. Jetzt mal ganz ruhig. And now you'll finally pay for what you did to me. Götz hat sich bestimmt draufgeworfen. Goots, you... Nice. If you want a piece of Nan, you'll have to go through me. Fuck. You great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, wet legs. You remember what you told me when we last met? Ja, ich höre auch nur Mimimi. An eye for an eye. Oh boy. Wise words, Sam. Wise words. And now, it's time to collect. Sie ist so ein Badass. Wenn ich mal alt bin, will ich sein wie Karen. Sie kann halt wirklich auf sich selber aufpassen. Sorry to keep you waiting. Is he... Dead? No. But I reckon he wishes he was. Was hat sie ihm abgetrennt? It's an easy going through life, one eye short of a pair. After all, I should know. You don't mean... Oh, don't tell me you didn't notice. Lost it to old Wet Legs back when we were working the same routes. Ach, das war gar nicht wie ein Said I'd Gucker. stolen from his strongbox. I'd done nothing of the sort, mind. But that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything. His coin, his clients. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goots into this. He didn't hurt you, did he? No, Nan. Still got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? What if he does? First we take the other eye, then we work our way down. He'll learn his lesson soon enough.
Ich habe ja schon But befürchtet, sie something hat unten tells me angefangen. the wet legs has learned it already. Right. Let's get you back to the hideaway. You've attracted quite enough attention already. Ta-ra, Clive. Aber das ist halt auch so cool, weil sie hätten das auch einfach so stehen lassen Remind können, me never to cross you, Karen. dass sie bei dem Überfall von Hugo halt blind geworden ist auf dem einen Auge. Das hätte ihrem Charakter jetzt keinen Abbruch getan. Aber stattdessen haben sie sich gedacht, yo, lass doch einfach mal noch eine Story drumherum schreiben. Um Karen einfach noch mehr Badass und noch cooler zu machen, als sie eh schon ist. Let's go. Fly, Ambrosia. So, das hätten sie halt wirklich nicht machen müssen, aber sie haben es einfach mal gemacht. Me likey. Hey, Mini. Hoch. Vorsicht, Hunde. So, müsst ihr jetzt nicht hier irgendwo mal links abbiegen können? Da. Ja, hier waren doch aber früher nicht so viele Doggos. Die Welt geht wirklich den Bach runter. Überall Doggos. Links und rechts und vorne und hinten. Hm? Hat die Monster Viper zu mir gesprochen? Joshua denkt sich jetzt auch so, Bruder, machen wir eine Weltreise? Ja. Ja, das machen wir. Enough of you, are there? So. Bist du, was ich suche? Anscheinend. Old he may be, but it looks like there's still plenty of fight in him yet. Joshua, geh mal lieber aus dem Weg. Das wird ein wildes Drachentänzchen. Au, der kann mich einfach in der Luft treten. Das scheint mir aber unfair. Wow. Die Attacke ist schon sick. Wann war das, Joshua? Ich bin mich gerade voll erschrocken. Haut er da einfach so einen riesigen Feuerstrahl raus? Guck mal, Joshua, das kann ich von dir. Erstmal so ein bisschen angeben. Ein Schelm, der es Schwanzvergleich nennen würde. Da hat wieder einer zu schnell gegessen. Avis-Haut. Die dicke, geschuppte Haut eines Avis, von dem manche behaupten, er sei älter als die Berge selbst. Höchstwahrscheinlich hatte er aber kaum mehr als ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Sweet. This thing reeks. The sooner it's off my hands, the better. So, bevor mich hier irgendwas angreift, lass doch mal die schlaue Liste fragen, ob hier wirklich noch ein Hand rumläuft. Du nicht. Der auch noch nicht. Du auch nicht. Du... Doch, das Pack, ne? Da komme ich aber noch nicht hin. Da ist der Weg versperrt. Wie soll ich denn dann da dran kommen von der anderen Seite? Wahrscheinlich. Das ist aber okay, weil das ist in der Nähe von Tabor. Okay. Dann würde ich sagen, düsen wir als nächstes nach Nordstedt. Are you eepy?
Na, wer müde ist, muss schlafen. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen.